Wie ist es mit meiner Stimme? Soll ich Kreide fressen mit dem Wolf? Die Herrschaften sind soweit. Ja. Schnitt, Ton ab und Maske. So. Ton ab. Weißt du, was meine größte Strafe ist? Wenn ich das Maul halten muss. Er ist einer dieser Überlebenden von dieser ganzen Drecks-Marzi-Killermaschine. Ich kann verzeihen, ich kann auch vergessen. Aber die Narben, die bleiben. Wir sollen stolz sein, dass er nicht schweigt, dass er jetzt seine Geschichte erzählt. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. Ein Verein, den ich mit Herzblut über 80 Jahren begleite. Eintracht Frankfurt ist für mich meine zweite Familie. Always keep the memory of. Er ist lautstark und schimpft, weil er immer so tobt, was ihm nicht an der Spielweise gefällt. The way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take. Freistoß Kostic, Kopftuter, Tor! Und Tor! Und mit der letzten Aktion des Spiels stellt Frankfurt auf 1:1. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away. 2007, als ich das Buch veröffentlicht habe, wir waren die Judebube, ist Sonny hinter mir her in meine Kammer und hat gesagt, hier, du hast doch das Buch geschrieben, da kann ich dir auch was zu erzählen. Das hat er mir in der Kammer erzählt. Da habe ich gesagt, Sonny, das musst du berichten. Und da hat er gesagt, na, erzähl's mir mal, aber er will das nicht öffentlich machen. Und dann hat er mir ein bisschen die Geschichte erzählt. Man hat den Eindruck gehabt, das war für ihn eine Befreiung. Er hat gleich angefangen, da war ich, dort war ich. Mein Name ist Helmut Sonneberg, bin in Frankfurt-Main geboren, bin 90 Jahre alt und lebe seit meiner Kindheit in dieser schönen Stadt. Ich erzähle Ihnen jetzt hier meine Geschichte. Bin ja katholisch erzogen, obwohl meine Mutter Jüdin war. Bin jeden Sonntag mit meiner kleinen Schwester, es war nicht weit, so 500, 600 Meter, waren wir im Dom. Und an dem berühmten 9. November 1938 sind wir von unserem Haus aus Richtung Börneplatz gegangen. Und da war eine große, große Synagoge und die hat lichterloh gebrannt. Standen Hunderte von Leuten davor und haben zugeschaut. Dann hat meine Mutter angefangen zu weinen, sich rumgedreht und dann sind wir wieder nach Haus. Also ich will dir mal gleich sagen, dass du nicht so heißt wie dein Papa und deine Schwester. Du heißt nicht Wessinger, du heißt Sonneberg. Das war für mich erst einmal ein Schock. Und dein Papa ist auch nicht dein Papa.
Er ist ein Stiefpapa, ein Stiefvater. Seelenguter Mensch. Hat mich immer als sein Sohn akzeptiert, sein ganzes Leben lang. Und der dritte Schock war das, sagt sie, du hast auch eine andere Religion. Du bist gar nicht katholisch. Du bist schon katholisch, du bist aber Jude. Was ist das? Ja, das ist das, was heute Morgen gebrannt hat. In diese Synagoge gehen Leute rein, die jüdisch sind. Meine Schwester war ja nur Halbjüdin, aber ich war Volljude. Ich musste dann aus der Familie raus. Die haben quasi die Familie getrennt. 2 Jahre lang war ich im Waisenhaus. Ich bin nicht nur getreten, geschlagen und bespuckt worden, wobei das Bespucken ja das Erniedrigste ist, was ein Mensch ertragt. Ich habe da geflennt und geweint. Wieso spuckt man mir ins Gesicht? Das hat jahrelang meine Mutter mir erklären wollen, aber begriffen habe ich das nie. Ich habe immer gefragt, bin ich anders? Sehe ich anders aus? Oder bin ich ansteckend krank? Und gegenüber war ein HJ-Heim. Das Judenblut vom Messer spritzt, haben die gesungen. Die waren ja in meinem Alter, die waren 12, 13 Jahre alt. Es ist 1-, 2-mal passiert, wenn dann so ein Idiot dabei war, der die geführt hat. Und der hat gesagt, da drüben laufen die Drecksjude, ihr könnt ruhig hingehen, könnt ihnen in die Fresse schlagen. Dann kamen die auf die andere Seite und habe dich voll bespuckt, habe dir in den Arsch gedreht, habe dich geboxt. Und du durftest dich nicht wehren. Ich hatte nur Angst. Ausgesperrt, du darfst nicht in die Läden rein, du darfst nicht in kein Kino, in kein Theater. Ich habe keine Freunde gehabt, 7 Jahre lang keine Freunde. Tag und Nacht habe ich gelesen. Das war mein Ausgleich. 22. März 1944 war die schlimmste Nacht. Da sind wir alle ausgebombt. Ich kann mir sagen, oben die Bomben, unten das Geschrei. Da haben sich Sachen abgespielt, kann man überhaupt nicht mehr drüber reden. Da liegen Menschen auf den Straßen mit abgerissenen Gliedmaßen oder was weiß ich. Und das sind Dinge, ein Krieg ist das Schlimmste, was es überhaupt für einen Mensch gibt. Die schlimmsten Jahre waren von 7 bis zu meinem 15., 14. Lebensjahr. Eine scheiß Zeit, die ich gern vergessen habe. Hallo? Guten Morgen. Hallo, ich bin der Fjordhoft. Wenn ich dich nicht kenne oder wer dich nicht kennt, das gibt's doch gar nicht. Weißt du, wie ich mich gefreut habe auf diesen Treffen? Wieso? Na, Warum? Erstens, ich kenne die Geschichte. Das ist schön. Sehr gut. Das Und ist schön. ich kenne auch, dass du die letzten Jahre dann die Geschichte erzählt. Und das ist so wichtig in dieser modernen Gesellschaft, wo die Antisemitismus wieder... Ja. Das ist, was die... Also, ich finde, das ist eine toll. große Ehre. Nein! Ja, oh ja. Na, für mich ist es Nein. Also, wenn ich es erzähle, wenn ich meine Tochter das erzähle, oder... Ach, das gibt's ja gar nicht. Ich sage du, weil ich vergesse immer sie zu sagen. Alles klar. Komm rein. Ich sage, ich sehe aus wie eine Arbeit in dem Museum. Das ist aber eine schöne Überraschung. Eine tolle Überraschung. Ach, das finde ich ja so toll. Soll ich die Jacke nehmen? Alles gut, alles gut. Ich sehe zwar alt aus, aber ich bin noch nicht so alt. War das dann nach dem Krieg, wenn du dann zurückkamst, war das dann sofort, also vor dem Krieg und während des Krieges wegen der jüdischen Herkunft, war das dann, ab dann war das okay oder war das, also in Anführungszeichen für dich, war das dann alles sofort akzeptiert oder wie war das? Es hat ja keiner gewusst. Nein. Und wusste bis vor 3 Jahren auch keiner. Nein. Der Matze Thoma hat mich ja erst daran gebracht. Es hat keiner gewusst und es hat in all den Jahren, ich betone es immer wieder, bei der Eintracht, nie irgendwelche Ressentiments gegeben. Nie. Es hat mich nie einer angesprochen. Du hast das selber gemacht. Das hat meine Schwester gemacht. Deine Schwester hat das gemacht? Ja. Original Zylinder. Das ist unglaublich. Das ist der legendäre. Ja, von 59. Wow, 59. Na klar.
Da war noch Zonengrenze, ne? Ja. Ja. Genau. Helmstedt und dann sagt der eine Grenze, mir steht drauf, Eintracht Frankfurt, Achtung, wir kommen und so ein Quatsch steht da oben drauf. Und dann sagt er, stopp, wo denn hin? Ihr könnt nicht, und hat ein junger Mann gesagt, jetzt lasst die Buben fahren, die wollen zum Endspiel Deutsche Meisterschaft. Ja. Und da sagt er noch, ihr fahrt aber, es waren genau 100 Kilometer, ich werde nicht angehalten. Ihr dürft nicht anhalten, es wird sofort scharf geschossen. Na ja, jetzt habe ich die hinten drin geschossen. Ja, es wird geschossen. Wegen die Sektoren. Also, Ja. Muss nicht durch den Sektor. Wer anhält, wird sofort geschossen. Und jetzt habe ich die hinten drin ein paar Bier getrunken gehabt und ich musste pingeln. Ich habe rechts haben ausrollen lassen, so rechts am Rand. Und schon kamen die aus dem Wald. Ja. Mit der Maschinenpistole. Weiterfahren, auf dem muss ich pinkeln. Und dann hat er in die Luft geschossen. Pitsch. Ja. Also 2-3 Mal in die Luft geschossen. Ja. Dann haben wir die sofort aufgehört, eingepackt, sind wir weitergefahren. Feigenspan. Kein Stani, 1:0. Also ich stand ja dann erst einmal 2-2, dann ist es, wie ist dann die... Und dann 3-2. Eintracht? Ja, und dann 4-2, ja. Und dann 4-3 und dann 5-3. Okay, genau. So war das. So spannend, das muss ja wahnsinnig spannend sein. Ja, besser verrückt. Also diese Euphorie kann man sich ja nicht vorstellen. Kann man nicht erklären. Die muss man erlebt haben. Das muss man einfach erlebt haben. Irgendwann entscheidet, noch ein Tor, wir brauchen noch ein Tor. Skjantow, der ist im Strafraum und der trifft! Tor! Tor! Für die Frankfurter Eintracht 5:1! Das Interessante ist ja, dass du hast ja vollkommen recht. In heutigen Tagen weiß man, das gibt über Live-Tabelle und hin und her. Und vor dem Spiel haben die alle Alternativen gemacht, aber das Nürnberg absteigt, das haben keiner auf der Rechnung. Und dann, wie du sagst, dann sitzt einer auf der Bank und macht die Tabelle und dann ruft er ein, wie du sagst, wir brauchen noch ein Tor, wir brauchen noch. Und dann habe ich halt nach dem Spiel gesagt, da habe ich halt einen gemacht. Der den uns heute gut, der geht, ne? Der geht ich muss trainieren. Ja, das mache ich auch noch. Das mache ich doch auch noch. Das ist doch kein Problem. Kannst du den Übersteiger machen? Nee. Den kann ich noch. Das mache ich noch. Das ist so sensationell. Ja klar, mache ich jeden Morgen. Ich mache jeden Morgen ein bisschen was. Ja, muss ja was machen. Ne? Wir fragen ihn nur mal ein Beispiel. Fragen wir mal, was er verdient hat und was die heute verdienen. Hä? Ja. Wenn es nach Leistung geht, müssen wir eine ewige Rente bezahlen. Eine ewige Rente schon allein. Der ewige Rente, das ist für mich, dich zu treffen. Das ist meine ewige Rente im Museum von Frankfurt. Schön. Mein Name ist Helmut Solleberg. Ich wurde dieses Jahr 90 Jahre alt und habe Theresienstadt überlebt. Dann stand eines Tages so ein kleiner Mann vor unserer Tür. Da war die Aufforderung, uns am 18. Februar, Großmarkthalle, 14 Uhr, einzufinden. Stand aber keine Begründung und gar nichts. So, als wir da hinkamen, standen so vielleicht 100 Leute da. Reinglied, Köfferchen dabei, lauter ältere Leute. Quasi der Rest aus Frankfurt. Und meine Schwester auf der anderen Seite, noch ein paar Angehörige von den anderen Leuten auch auf der anderen Seite. Ich bin noch mal rübergerannt zu meiner Schwester. Ich habe einen Kuss gegeben, habe gesagt, mach's gut und bin mit ihr zurück und schon hatte ich eine im Gesicht von einem dieser braunen Herren da. Und dann hieß es, war die Maßgabe von denen, wir fahren zu einem Arbeitstransport, also wir fahren zur Arbeit. Wir kommen auf ein Feld oder auf, was weiß ich, wir fahren zur Arbeit. Und ich habe in meiner jugendlichen Unbekümmertheit gesagt, lauter alte Leute, wo wollen wir denn hin zum Arbeiten? Ich denke, dass 98, 99% der Leute wussten,
dass es kein Wiedersehen mehr gibt. Da hat meine Mutter gesagt, irgendwann mal, wir sehen den Papa nicht mehr. Theresienstadt war ja eine Garnison von Maria Theresia, konnte man ja nachlesen, für etwa 4000 Menschen gebaut. Waren 4 oder 5 Kasernen und das andere waren Wohnungen. Nun lebten aber in dieser Garnisonstadt 55.000 Menschen. Morgens Graupensuppe, mittags Graupensuppe, abends Graupensuppe. Mal dick, mal dünn, mal süß, mal normal, salzig. Das war die Mahlzeit am Tag. Und alle 5 Tage gab es eine Ration, 500 Gramm Brot, 50 Gramm Butter und 50 Gramm Zucker. Wenn ich das morgens um 11 gekriegt habe, war es um 12 all. Nur hat meine Mutter mir noch von ihrer Ration auch abgegeben. Und da kann man sich vorstellen, als ich dann zurückkam, habe ich 27 Kilo gewogen. War ich 14 Jahre alt. So sind die Leute fast ausgehungert worden. Nun war aber Theresienstadt kein Vernichtungslager. Es war ja nur ein Ghetto. Ein Sammellager, um von dort aus in die Vernichtungslager geschickt zu werden. Und als dann die Russen schon uns befreit hatten und wir konnten uns frei bewegen, dann kamen aus den Vernichtungslagern Züge an bei uns. Züge aus Auschwitz, aus was weiß ich woher. Da waren die ich sage immer Züge, Viehwaggons. Offene Türen. Es war ja dann schon Sommer im Juni. Ende Mai, Juni. Die Züge waren offen und da standen und lagen die Menschen drin, die man heute manchmal in Wochenschauen so sieht, ausgemergelt, nur noch Haut und Knochen. Und die haben sich noch bewegt, die konnten noch atmen, die konnten noch zum Teil stehen. Manche haben gelegen, gekniet. Aber so ein Bild, wie das da war, das vergesse ich im ganzen Leben nicht. Und wenn es dann heute noch, in dieser heutigen Zeit, Menschen gibt, die sagen, das ist alles nur gestellt. Es hat es nie gegeben, wenn es einer zu mir sagt. Ich bin ein glühender Pazifist, aber dem hau ich nie Fress. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, was sich da noch bewegt. Menschliche, zum Tode geweihte Menschen, die sich gerade noch so ein bisschen bewegen konnten. Nur noch Knochen, nichts mehr. Unfassbar. So ein Bild, das prägt sich ein. Das vergisst man nicht. Wurde schon oft mal gefragt. Kannst du verzeihen und kannst du vergessen? Dann sag ich hin und wieder mal, ich kann verzeihen, ich kann auch vergessen. Aber die Narben, die bleiben. Wir haben uns in der Woche zweimal im Bootshaus getroffen und haben da Dixieland probiert zu spielen. Wir waren ja alle in der Anfängen junge Leute. Es war ja keiner dabei, der Musiker gewesen ist oder Note gekannt hat. Ja, und dann gab es ja auch im Winter bei den Auftritten da, gab es ja auch mal abends, also 20, 30, 40, haben an einem Abend 50 Mark verdient. Denn du wolltest ja nach all dem, wolltest nur eins: Leben.
Deshalb wollte ich ja schon mit 27 Jahren Auto. Deshalb habe ich mich bei der Eintracht so wohl gefühlt und fühle mich heute noch wohl, wenn sie auch gestern verloren haben. Also ich habe angefangen bei der Auto Union und habe am Flughafen erstmal Flugzeuge entladen. Bin ich zu der Feuerwehr, mich beworben, bin genommen worden und habe erst mal Taxi gefahren eine Zeit lang. Und zwischendurch war ich Verkaufsfahrer bei der Firma Kraft, haben wir da eine Kneipe aufgemacht. Eines Tages geht die Tür auf und stand einer vor mir, den ich aus meiner Kindheit noch gekannt hatte. Er war aber allerdings 2, 3 Jahre älter, Helmut Bender. Und er hat gesagt, was hast denn du hier? Ich sagte, Bier verkaufen in der Ziegelgasse. Habe ich gesagt, bist du denn verrückt? Hat er gesagt, du kommst zu uns, zu der Stadt Frankfurt. Bin ich zur Stadt Frankfurt, hat dann mit einem großen Bücherbus gefahren. Den habe ich gefahren. Das ist die Überraschung. Na, das ist ja toll. Na, das ist ja toll. Moin. Moin. Das ist Zufall. Bestimmt nicht. Habe ich extra aus dem Bett gerissen. Das ist ja einmalig. Ist das ein neuer Bus noch? Das ist ein neuer Bus, ja, ja. Schon wieder? Die Neoplane, die gibt es schon lange nicht mehr. Lieber Freund, du. Moin. Alles gut? Toll. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Die alte Heimat finde ich toll. Jetzt war mein Platz. Ja, der ist festgestürzt. Wenn die da reinkamen, die Kinder, viele Kinder, das kennst du ja, ne? Immer noch. Ja, immer noch. Ich habe hier manchmal gesessen, hier, auf so einem Platz, nicht hier in dem anderen Bus. Und wenn der leer war, habe ich immer so entlang geguckt und habe ich gedacht, das war dein Traum, das ist dein Traum. Das ist irgendwie doch war manchmal immer ein Verrücktes schon. Gut, ich bin ja danach geboren worden. Wir waren ja arme Familie und der Vater war quasi der einzige Ernährer. Bücher kaufen konntest du nicht. Und Bücher leihen auch nicht. Ich schon mit dem gelben Stern schon gar nicht. Und was meine Schwester angebracht hat, habe ich mitgelesen. Er führt immer das große Wort, ließ sich das Wort auch nie verbieten. Großmaul. Ja, wahrlich, was sagt die Frau Rosser? Kennst du Ja, erinnere ich mich. Ja, aber Schandmaul, die das sagt. Ja, Ja, gut, es war halt immer ein sehr charakteristischer Mensch, sieht man ja auch immer noch. Ne? Roll, bus, roll, take me off. A rolled sweatshirt makes the window soft. If I fall asleep, don't wake me up. Roll, bus, roll, take me up. Midnight coming on a Monday night. I'm gonna go again because I don't feel right. Quick pack, knapsack, quick snack, quick train. 42nd Street, Greyhound again. Roll, bus, roll, take me off. A rolled sweatshirt makes the window soft. If I fall asleep, don't wake me up. Bleib sitzen. Nein, da muss ich Bleib aufstehen. sitzen. Rutsch. Komm her. Ja, mein großer Präsident. Grüß dich. Grüß dich. Und? Ja, ich bin noch gesund, ich lebe noch. Bin dir dankbar, dass du mich wieder in meinen oder überhaupt meinen Verein geholt hast. Bin ich sehr dankbar dafür. Und noch dankbarer bin ich über das Statement, das du vor 2,5 Jahren bei der Versammlung abgegeben hast. Ich habe in einem Interview gesagt, dass niemand bei Eintracht Frankfurt Mitglied sein kann, der dieser Partei, gemeint war die AfD, wählt. Ich möchte Ihnen darlegen, warum ich dieser Überzeugung bin und dass ich nichts an dieser Aussage zurücknehme oder zu relativieren. Das treibt mir heute noch die Tränen in die Augen. Dass du so standhaft bist. Und Das weißt du doch. Klare Kante, weißt du doch. Absolut. Klare Kante. Absolut. Kein Millimeter. Ich war ja Mitglied, bis ich das erst einmal realisiert habe,
Da war ich ja schon hoch in die 40er, dann habe ich gesagt, nee, das vereinbart sich mit einem Gewissen nicht. So ein Verbrecher, wie der Frankfurter Bub sagt, ja, klar. der Leute umgebracht hat und nachher Vorstand spielen will und das Unschuldslamm in meinem Club, in meinem Verein, bei meiner Eintracht, das kann ich nicht akzeptieren, da bin ich ausgetreten. Und dass für Sonny klar war, solange der in Amt und Ehren ist und auch noch der Ehrenpräsident von Eintracht, kann ich dort letztendlich von meinem Herzen nicht sagen, ich liebe zwar die Eintracht, aber da kann ich jetzt nicht Mitglied sein in dem Verein. Und nachdem das erledigt war, und ich wusste, als das erledigt war, haben wir gesagt, so, jetzt hier Ehre und ein Leben lang und hier ist die Mitgliedschaft. Das, was wir dir überreichen wollen, und es ist sicherlich mehr ideell. Du warst immer Eintrachtler, bist, aber jetzt kommst du sowieso nicht mehr raus. Es ist die lebenslange Mitgliedschaft, die Ehrenmitgliedschaft für dich. Hier ist alles drin, dein Schal, hier ist dein Anstecker, deine Urkunde drin. Wenn du es aufmachst und aufpackst, fällt alles raus. Ich weiß das. Ein Leben lang. Und Sonny ist natürlich auch jemand, der mir immer wieder ein Stück weit die Kraft gibt. Er ist einer dieser Überlebenden von dieser ganzen Drecks-Marzi-Killermaschine. Einer der wenigen, der heute nicht nur, wo du es nachlesen kannst, sondern wo du jemanden anfassen kannst, mit dem du Bier trinken kannst, der genau sagen kann, was passiert ist. Davon gibt es ja leider nicht mehr so viele. Die haben Millionen umgebracht und Abermillionen und wenige sind übrig. Und einer davon ist der Sonny. Und er gibt mir insofern natürlich auch als dann Jüngerer und als im Amt als Präsident die Kraft, indem er immer wieder gesagt hat, klare Kante, behalt das bei, keinen Millimeter zurück. Ja. Wir haben viel auf dem Buckel, haben einiges probiert, hat auch nicht alles funktioniert. Absolut nicht. Beim Sonny genauso wie bei mir. Absolut wir haben nicht. oft darüber gesprochen, da gingen auch ein paar Sachen in die Hose, aber wir haben schon viele Sachen probiert und haben so natürlich auch viel vom Leben mitbekommen, in unterschiedlichsten Facetten. Und jeder hat seinen Weg gefunden. Ich bin jetzt in einem Alter, bin schon 27 Jahre in der Rente. Ich habe immer gesagt, wenn ich in meine Rente gehe, wenn ich noch 20 Jahre lebe, damit ich hier richtig abkochen kann. Und ich muss unbedingt 104 Jahre alt werden, damit ich die Rente, die ich einbezahlt habe, wieder rausgekriegt habe. Hast du schon gerechnet? Ausgerechnet, 104 muss ich werden. Also da bin ich relativ sicher, dass wir das gemeinsam erleben. Ja, das wäre schön. Was danke ich dem lieben Gott jeden Tag, wenn ich aufstehe. Gucke ich in den Himmel und sage, danke, dass die Sonne sehe, den Mond, das Wetter, der Regen auf meiner Haut, macht mir einen Riesenspaß. Dass es heute immer noch Strömungen gibt, die alles abstreiten, die gegen alles und gegen jeden. Wir leben doch in einer sogenannten Solidarität. Es gibt doch nichts Schöneres wie eine Demokratie. Hier kannst du sagen, was du willst. Dort hast es dich dein Leben gekostet. Und deshalb bin ich immer wieder froh, wenn es Menschen gibt in der Politik, in der Kultur, in der Kunst, die sich für mich interessieren. Dafür bin ich dankbar. Und wenn mir auch jetzt ein paar Tränen kommen, kann ich Danke sagen.